Ja, ich hatte das Gefühl, dass das ganze Stadion explodiert, das fällt alles runter und ja, das ist einfach ein geiles Gefühl und ich habe mein erstes Tor hier gemacht. Ich habe gesagt, Bruder und Kollege, aber der kann auch Papa sagen. Was war das gestern bitte für eine unfassbare Schlussphase hier im Signal Iduna Park aus? 0:2 wurde 2:2 und damit hi aus dem schönsten Stadion der Welt zu unserem Spieltagsrückblick. Ja, das ganze Stadion ist explodiert, als Anthony Modest da unten in der Nachspielzeit das 2:2 erzielt hat. Die Südtribüne, die 25.000 hier sind natürlich völlig eskaliert und zwei weitere im Stadion sind auch komplett durchgedreht. Boris und Nobby nämlich am Netradio und da wollen wir jetzt mal reinhören. Schlotterbeck dran, er hält den Ball im Spiel. Schlotterbeck, Tor! Tor! Modest! Toni Modest! Dortmund explodiert! Der Signal Iduna Park explodiert! 95. Minute, 2:2, Toni! Und das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus! Borussia Dortmund gewinnt mit 2:2 gegen Bayern München. Dortmund gegen Bayern, das haben wir eben gehört, elektrisiert wirklich alle. 450 Medienschaffende waren gestern hier im Signal Iduna Park. 20 TV-Stationen haben dieses Spiel in alle Ecken der Welt übertragen. Und bei der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde Edin Terzic mal zu Anthony Modest gefragt, nicht nur zum Torschützen, sondern auch zum Vorlagengeber. Wir hatten unter der Woche auch das Thema, dass wir vielleicht in den letzten Spielen nicht so häufig getroffen haben, weil wir den besser positionierten Mann nicht gesehen haben oder finden wollten. Und wenn man dann heute sieht, jeder spricht jetzt über das Tor, das er dann in der Nachspielzeit erzielt hat. Aber was für mich herausragend war, nach all dem, was gesagt und geschrieben wurde, wie viele Minuten er jetzt nicht getroffen hat. Seine erste Aktion war die, dass er es euch nicht zeigen wollte, sondern dass er den besser postierten Mitspieler gefunden hat und den Ball nochmal quer gespielt hat, sodass Youssoufa den Anschlusstreffer erzielen konnte. Das ist nicht selbstverständlich für jemanden, der unbedingt Tore schießen möchte. Und wir waren uns sicher, wir sehen Youssoufa und wir sehen Toni jeden Tag im Training und wie sie im Training die Tore kaputt schießen. Und für uns ist das nur eine Frage der Zeit. Wir haben unter der Woche schon mehrfach betont, dass wir uns wünschen würden, dass beide für uns treffen. Und so ist es natürlich sehr schön. Nur heute war es dann ärgerlich, dass der Gegner auch zweimal getroffen hat. Aber daran werden wir arbeiten und wir sind uns sicher, dass sowohl Toni als auch Youssoufa weiterhin Tore für uns erzielen werden. In der 70. Minute wurde Anthony Modest eingewechselt und in der 82. Minute hatte er den Ausgleich bereits hier hinter mir auf dem Fuß. Den hat er noch vergeben, aber in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion quasi, hier stand er, da hat er ihn reingeköpft und wie er das erlebt hat, hat er mir heute nochmal im Interview erzählt. Ja, Toni, wir sitzen hier am Tag nach dem Spiel. Du hast jetzt eine Nacht drüber geschlafen. Nimm uns doch mal mit in diese letzte Minute dieses Spiels. Ja, am Ende nie so viel geschlafen, weil war sehr, sehr viel Emotion dabei. Am Ende, ja, wir haben einen Punkt geholt. Das fühlt sich, ich hatte das Gefühl, das fühlt sich ja wie ein Sieg, aber am Ende wir haben nur einen Punkt. Aber das tut trotzdem gut für den Kopf. Beschreib doch mal diese unmittelbare Emotion, die sich da in dir ausgelöst hat, als du den Ball reingeköpft hast. Ja, ich hatte das Gefühl, dass das ganze Stadion explodiert, das fällt alles runter und ja, das ist einfach ein geiles Gefühl und ich habe mein erstes Tor hier gemacht in gelbe Wand, also ganz ehrlich, gibt was nicht Besseres. Du hattest ja ein paar Minuten zuvor auch schon eine große Chance. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn man da steht, mehr oder weniger fast auf der gleichen Position und dann kommt die Top-Flanke von Schlotti. Ja. Was geht da im Kopf vor? Ja, so als Stürmer gibt immer solche Situationen. Wenn ich das Tor verpasse, habe ich mir gedacht, ja, das kann nicht doch sein, ne? Nicht doch sein. Und habe ich mir dann direkt fokussiert an meine nächste Chance, weil wir wissen, als Stürmer kann immer jede Sekunde was passieren und wir haben das am Ende des Spiels gesehen.
Es war ja unter der Woche bei euch, Edin hat es auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, viel davon die Rede, dass man oft den besser postierten Mitspieler nicht gesehen hat, beziehungsweise nicht angespielt hat. Ja. Dann kommst du rein, hast den Ball im 16er, da wartet man von einem Stürmer eigentlich, der schießt aufs Tor, du passt aber zu Muki. Was sagt das über euch aus? Ja, so wie gesagt, ich habe schon gestern gesagt, ich hatte mich beschwert, dass wenn die Spieler in besserer Position, muss einfach querspielen. Das heißt nicht, dass er Tore machen würde, aber trotzdem gibt vielleicht eine bessere Möglichkeit, dass er Tore schießt. Und am Ende muss das mitnehmen und das auf dem Platz machen. Und gestern, das war ich, morgen oder übermorgen wird ein anderer hoffentlich. Und ich denke, das macht auch was Besseres im Team, weil dann ist auch nicht so viel Egoismus in dieser Stelle. Und weil am Ende muss man als Team agieren. Modest auf Moukoko, das klingt sehr gut. Muki, der hat auch nochmal nach dem Spiel was über dich erzählt. Das wollen wir dir einmal kurz vorspielen. Ich freue mich auf unheimlich so für ihn. Ich glaube, ich lerne auch viel von ihm. Das ist also bei Training, die Leute sehen das nicht, aber ich lerne wirklich viel von Toni. Der ist, sage ich mal, wie ein Bruder, wie ein Kollege, keine Ahnung. Also wir machen zu viel Späßes zusammen und ich freue mich wirklich für ihn. Ja. Danke. Der hat gesagt Bruder und Kollege, aber der kann auch Papa sagen. Ja, das ist nett von Muki, aber wie gesagt, ich bin auch da, ihm zu helfen, weil der ist 18 Jahre alt. Ja, ich bin 34, da ist normal, dass wir von mir lernen und ich gebe ihm auch gerne so ein paar Tipps, weil der ist ein riesiges Talent und ich hoffe, dass der beim BVB bleibt, weil BVB muss den pflegen und weil der hat sehr viele Qualität. Was fragt er dich denn so? Nehmen wir es mal mit. Ja, wenn manchmal Box ist und wie in solchen Situationen, wie kann der besser machen und so und dann gebe ich meinen Tipp, aber am Ende, wenn man auf dem Platz ist, dann muss er auch selber Entscheidungen treffen. Aber ja, das kommt auch wegen dieser Querpass, wir haben auch dieses Thema zusammen gehabt und gesagt, ja, wenn ein Typ besser Position hat, dann musst du anspielen und gestern war die Beste beim Spiel. Am Ende war es ein 2:2, ein Punkt mitgenommen gegen Bayern München nach 0:2 Rückstand. Was nehmt ihr on top noch mit aus diesem Spiel? Ja, ich denke, Mentalität, das war immer ein bisschen diese Frage hier in Dortmund, aber ich denke, gestern haben wir gezeigt, dass wir was im Kopf haben. Und wir haben auch gesehen, dass ein Spiel ist noch nicht vorbei, solange der Schiri nicht ausgepfiffen ist. Okay, die 3 Euro schmeiße ich für dich ins Phrasenschwein. Lass uns nochmal nach vorne gucken. Dienstagabend, Sevilla. Man kann schon einen sehr, sehr großen Schritt, wenn es sogar ideal läuft, das Achtelfinale perfekt machen. Was habt ihr davor? Ja, natürlich so. Wir spielen wieder zu Hause und ich denke, mit dieser Euphorie von diesem Punkt, wie sich wie ein Ziege fühlt, kann man was mitnehmen auf jeden Fall und das ist schon in 2 Tagen, das kommt alles schnell und wir spielen zu Hause, wir wollen wie immer einfach gewinnen und durch in dieser Gruppe sein. Also, Deckel drauf auf den 09. Bundesligaspieltag und wir richten den Blick nach vorne. Im Hintergrund seht ihr es vielleicht oder habt es vielleicht auch schon gehört, die Vorbereitungen auf das Champions-League-Spiel am Dienstagabend hier zu Hause gegen Sevilla laufen bereits auf Hochtouren und ihr werdet von uns wieder eingestimmt mit unserer Warm-Up-Show. Also seid ihr am Dienstag wieder mit dabei. Das war's von uns hier aus dem schönsten Stadion der Welt. Macht euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss, macht's gut.